Wenn die kalte Jahreszeit draußen vorherrscht, kalter Wind geht etc., die Räume geheizt sind, haben wir natürlich immer trockene Luft und draußen kalte, windige Luft. Letztendlich sind unsere Lippen gereizt, trocken und rissig. Das heißt, unser Trompetespiel, unser Instrumentalspiel ist natürlich eingeschränkt. Töne sprechen nicht so gut an, die Lippe schwingt nicht gleichmäßig etc. pp. Also wir haben letztendlich ein Handicap in Sachen unserem Instrumentalspiel. Jetzt ist natürlich die Lippenpflege wichtig, dass wir die eben feucht halten. Da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Hier habe ich schon mal ein Video letztes Jahr aufgenommen mit Shea-Butter, aber es gibt natürlich auch unterschiedlichste Pflegestifte, manche mit einem hohen Wachsanteil, manche mit weniger. Fakt ist, jeder muss für sich selbst herausfinden, welcher denn der beste ist. Ich nehme immer gern auf Hydrobasis, also sehr feucht, ohne viel Wachs, denn Wachs verklebt mir nur immer die Lippen oder habe ich kein gutes Spielgefühl auf dem Mundstück bzw. auf der Trompete. Auch beim Bassig merkt man schon, es funktioniert nicht so gut. Aktuell ist die Situation bei mir auch so, Lippen sind gereizt, ganz trocken, dementsprechend natürlich kurz mal pflegen. Und dementsprechend merke ich natürlich, wie diese Feuchtigkeit in die Lippen einzieht. Was kann ich jetzt üben, wenn diese Lippen genau in dieser Situation sind, trocken, rissig, brüchig, eventuell sogar schon eingerissen. Man muss letztendlich die Lippen feucht halten, damit die auch schwingen können. Und da sind wir schon beim richtigen Stichwort. Wir können natürlich unsere Buzzing-Übungen machen. Ganz egal. Wichtig ist immer, dass wir eben unsere Luft fließen lassen, dass der Ton vernünftig kommt und dementsprechend präsent ist. Da schwingt natürlich jetzt mehr Lippe als im Mundstück, das ist ganz klar, aber wir halten unsere Lippen geschmeidig und wenn wir nichts tun, haben wir natürlich zum nächsten Mal Trompete spielen, zum nächsten Mal Trompete üben, einen Rückschritt. Man merkt genau, man ist eingeschränkt, es funktioniert nicht so sehr, deswegen bin ich immer dann ein Freund von freien Lippensummen, wenn die Lippen eben gereizt sind. Man verklebt auch das Mundstück nicht, aber auch das ist kein Problem. Letztendlich Mundstück kann man natürlich auch ohne Probleme spielen. Und hier auch wieder wichtig, nicht zu viel Druck auf die Lippen ausüben, auch mit der Trompete nachher nicht zu viel Druck ausüben. Die Lippe ist ja gereizt, das heißt, wir wollen diese entlasten, deswegen auch dieses Pflegen. Und jetzt ganz wichtig, lockere und freie Spiel, ohne viel Druck. Solche Sachen machen, beziehungsweise oder lange Töne aushalten. Und so weiter und so fort. Also, man kann sich mit Lippensummen, mit Buzzing, mit Mundstückspiel beschäftigen, natürlich auch jederzeit, erweitert um irgendwelche Buzzer oder um deine Hand und so weiter. Auch da haben wir schon unzählige Videos gemacht, was man hier alles machen kann, beziehungsweise wie man sein Mundstückspiel intensivieren kann. Aber letztendlich kannst du natürlich dein Mundstück auch auf die Trompete setzen und dementsprechend eben die Luft fließen lassen, gebunden spielen, nicht zu hoch gehen, aber eine Tiefe ist kein Problem, da ist man ja dementsprechend auch lockerer als zum Beispiel bei C3 aufwärts und dementsprechend kann man natürlich auch hier sehr gut sich um Luftfluss, Atmung, Lippensummen, ausgeglichenen Ton und lockeres Trompetespielen beschäftigen. Meistens geht es ja nach 3-4 Tagen wieder und wenn man trainiert, habe ich die Erfahrung gemacht, dann verheilt die Lippe auch wesentlich schneller, als wenn man nichts macht. Also kurzum, kümmere dich um Atmung, Luftfluss, Buzzing, lange Töne, Tonleiterspiel in der mittleren oder in der tiefen Lage und du wirst merken, wenn die Lippe verheilt ist, du kannst genau an dem letzten Punkt anknüpfen und dein Trompete üben, dein Trompetespiel weiter ausbauen und hast nicht, wie es so oft ist, einen Rückschritt und musst erst wieder auf den Status Quo zurückkehren, um dann eben so zu spielen, wie du es gewohnt bist. Also kümmere dich, mach's vorsichtig und langsam und vor allem immer gepflegt die Lippen, dann schwingen die auch sehr, sehr leicht ein und du wirst sehen, innerhalb von 2-3 Tagen bist du wieder einsatzfähig und kannst dann dementsprechend auch wieder Trompete spielen. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Schreib in die Kommentare, wie du es machst. Machst du Pause oder übst du weiter? Ansonsten viel Erfolg weiterhin. Bis nächste Woche. Ciao, euer Nico.